Heute bin ich unterwegs mit der neuen Renault 4 E-Tech Electric. Ich finde das Auto hier sehr interessant, weil es zeigt, dass Renault etwas kann, das kein anderer Hersteller kann. Das Auto hier hat eine eigene Identität. Das ist wie ein Cover von einem alten Song. Elektroautos müssen nicht alle groß und schwer sein und gleich aussehen. Die Kombination kompakt und elektrisch macht einfach wirklich sehr viel Sinn. Sinn machen ist ja gut. Aber sinnvolle Autos gibt es auch anderswo. Was meint Cindy also damit, dass Renault etwas besser kann als alle anderen? Hat der R4 vielleicht ganz neue Technologie an Bord? Der Blick aufs Datenblatt spricht eher nicht dafür. Der Renault 4 E-Tech Electric hat 110 Kilowatt, also 150 PS Leistung und eine Reichweite von 409 Kilometer mit der großen 52 Kilowattstunden Batterie. Der Preis dieser Version beginnt bei unter 33.000 Franken. Cindys voll ausgestattetes Fahrzeug kostet etwas über 39.000 Franken. Mit der kleineren 40 Kilowattstunden Batterie fängt der Preis sogar bei unter 30.000 Franken an. So ist der Franzose in seiner Klasse zwar sehr gut positioniert, bahnbrechende Leistungswerte hat er aber nicht. Also, Cindy, erklär doch jetzt bitte, wo der R4 seiner Konkurrenz so weit voraus ist. Es ist etwas, das man nicht in einem Datenblatt finden kann. Das Auto hier hat viel Charme und eine eigene Identität. Das ist etwas, das bei vielen modernen Autos fehlt. Die Marke schafft das, indem die neuen E-Fahrzeuge berühmte Vorfahren zitieren. Sei es Cindys R4, der neue Twingo oder der R5. Er etablierte als erster die Designlinie und ist damit sehr erfolgreich. Ich wurde im letzten Jahr nach keinem Auto so oft gefragt wie nach dem Renault 5. Alle wollten wissen, wie dieses kompakte E-Auto ist. Also das alleine ist schon ein riesiger Erfolg. Was ich aber viel wichtiger finde, ist, wer das gefragt hat. Es waren Leute, die mich sonst nie etwas über Auto gefragt haben. Und diese Leute zu erreichen, ist viel schwieriger. Und der R5 hat es geschafft, wegen seinem charmanten Aussehen. Er wurde sogar zum europäischen Car of the Year gewählt. Und daher ist es kein Wunder, dass Renault mit dem R4 das gleiche Rezept fortsetzt. Es lautet: moderne Elektrotechnik kombiniert mit Retro-Optik. In der Theorie klingt es einfach, aber in der Realität, das ist es nicht. Retro kann wirklich in die Hose gehen und es gibt genug Beispiele davon. Schaut euch einen PT Cruiser oder einen New Beetle an und dann wisst ihr, was ich meine. Im Gegensatz zu diesen weniger gelungenen Beispielen funktioniert beim R4 das Retro-Design. Wie? Das zeigt Cindy gleich zusammen mit dem Vorbild. Die grundsätzlichen Proportionen sind sehr ähnlich. Die lange Haube vorne beide, die hohe und gerade Tarnlinie, damit man genug Platz hinten hat. Aber es gibt noch ganz viele weitere Details, so kleine Details.
die gerade Linie bei dem Fenster hier, genau gleich. Und dann das dritte kleine Fenster hinten, die gleiche Form. Und schau mal, was ich noch lustig finde hier. Der Radkasten ist viereckig, bei dem hier auch. Am wichtigsten für den Wiedererkennungswert ist das Gesicht, also die Front. Auch hier sieht Cindy, dass die beiden aus der gleichen Familie stammen. Ich habe die beiden Scheinwerfer hier, die sind in einem Rahmen eingefasst. Klar, bei der neue ist ein bisschen grimmiger, sage ich so, aber man merkt wirklich hier die Verwandtschaft. Beim direkten Vergleich sieht Cindy aber natürlich nicht nur Gemeinsamkeiten, sondern auch Unterschiede. Wenn ich jetzt beide nebeneinander habe, merkt man schon, dass es zwei verschiedene Autos sind. Technisch haben sie miteinander nichts zu tun. Das wäre aber weder möglich noch wirklich wünschenswert. Der neue R4 muss beim Komfort, der Sicherheit und der Effizienz viel, viel besser sein als der alte. Die dafür notwendige Technik mit einer nostalgischen Optik zu verbinden, ohne dass es aufgesetzt oder kitschig wirkt, das ist die Kunst beim Retro-Design. Man muss sich so vorstellen, das ist wie ein Cover von einem alten Song. Die Leute wollen die Essenz und das Gefühl von der Original haben, aber trotzdem etwas Neues. Ich finde, der R4 macht es wirklich gut. Das schöne Design bringt aber nur etwas, wenn das Auto auch als Gebrauchsgegenstand funktioniert. Auch hier musste Renault das Rad nicht neu erfinden, sondern nur in die eigene Vergangenheit zurückblicken. Der R4 ist der praktischere und etwas längere Bruder vom R5. Das war früher so und das ist heute noch so. Der kastige Kompaktwagen bietet so 420 Liter mit hochgeklappten und sogar 1405 Liter Kofferraumvolumen mit umgeklappten Rücksitzen und das bei einer Länge von nur etwa 4 Metern. Ebenfalls überzeugend ist der Platz auf der Rückbank. Zwar sind die Beine typisch Elektro etwas angewinkelt, aber für einen Kompaktwagen ist das Platzangebot beachtlich. Kompakt ist das richtige Stichwort. Das ist so angenehm, so ein Auto zu fahren. Ich habe oft Testauto, wo ich mich denke, mit dem Auto hier möchte ich auf keinen Fall in der Stadt fahren. Wir von Go sagen immer, dass es zu wenig kompaktes Elektroauto gibt. Die Kombination zwischen kompakt und elektrisch macht einfach wirklich sehr viel Sinn. Renault baut nun gleich 3 solche Fahrzeuge. Cindy findet, es macht Sinn, dass gerade Franzosen dies tun, denn sie wissen aus eigener Erfahrung, wie eng europäische Städte sein können. Und auch hier musste die Marke nur in die eigene Vergangenheit schauen, um Inspiration für ihre neuen Autos zu finden. Und zwar gleich auf 2 Arten. Erstens, weil die Franzosen, aber vor allem Renault auch, immer gut darin waren, Autos zu bauen, die viel Platz bieten, aber nicht viel Platz brauchen. Und zweitens hat Renault eine längere Tradition bei kompakten Elektroautos als fast alle anderen. Bereits vor über 15 Jahren baute Renault den Renault Zoe, einen kompakten Stromer. Er war quasi die Blaupause für die aktuelle Modellfamilie. Ich habe das Auto damals getestet und ich fand es wirklich sinnvoll. Nicht zu groß, angemessen motorisiert und durchdacht. Es fühlte sich an, als Renault Freude an Elektroauto hat und nicht, dass sie Elektroauto
bauen, weil sie es müssen, sondern dass sie Spaß daran haben. Und das merkt man immer noch. Das sieht man daran, dass es den R4 neu auch mit einem Stofffaltdach gibt. Und an der verrückten Speerspitze der Elektrofamilie, dem R5 Turbo 3e. Er ist eine elektrische Neuinterpretation eines Rallye-Fahrzeugs aus den 80er Jahren. Trotz gewaltigen 555 PS hat der wie sein Vorbild Heckantrieb und seine einzige Aufgabe ist es, Spaß zu machen. Andere Hersteller würden so etwas Verrücktes als Einzelstück für Messen und Showfahrten bauen. Den Monster R5 kann man aber kaufen und auf der Straße fahren. Das zeigt, dass Renault mit dem E-Antrieb kreativer umgeht als der Rest. Elektroautos müssen nicht alle groß und schwer sein und gleich aussehen. Sondern man muss auch den Mut haben, etwas Neues zu machen oder anders, das die Leute anspricht. Und Fahrzeuge wie der R5, der Twingo oder eben der R4 tun dies. Und zwar auf einer emotionalen Ebene. Hier fragt niemand die übliche Frage über Elektroauto, sondern sie finden einfach das Auto süß und wollen einfach wissen, wie das Auto sich fährt. Renault hat verstanden, dass man Emotionen auslösen muss, wenn man über die Elektrobubble hinauskommen will.